Kirgisistan. Das Land der unberührten Natur, den Nomaden und ihren Jurten. Warum wir uns genau für dieses Land entschieden haben, wird euch im Laufe des Videos mit Sicherheit klar werden. Wir sind übrigens Selma und ich. Denn Selma hat sich dazu entschieden, auch ein Urlaubssemester einzulegen. Das finde ich natürlich ziemlich toll, denn auf nochmal alleine ohne Selma unterwegs zu sein, hätte ich erstmal keine Lust gehabt. Ich werde unsere komplette Reise dokumentieren, also abonniert natürlich gerne meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Unser erstes Ziel ist die Hauptstadt Bischkek. Hier leben ca. 1 Million Menschen. Dort verbringen wir unsere ersten Tage. Wir schlafen in einem sehr gemütlichen Hostel für unter 10 € pro Nacht in einem 6-Betten-Schlafsaal. Einen besseren Ort zum Ankommen und Gewöhnen an die Zeitverschiebung von +4 Stunden hätten wir uns nicht vorstellen können. Schon bei den ersten Eindrücken des Landes merken wir, dass es uns hier ziemlich gut gefällt. So viel Grün habe ich, glaube ich, noch nie in einer so großen Stadt gesehen. Die Menschen scheinen unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit zu sein, auf eine sehr angenehm zurückhaltende Art und Weise. Die Stimmung hier scheint einfach tiefenentspannt. Kirgisistan ist übrigens eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt, welches fast ausschließlich aus Gebirge besteht. 90% der Landesfläche liegen hier über 1500 Höhenmetern und traditionell sind die Einheimischen ein Nomadenvolk, welches in Jurten lebt. Um etwas besser mit der Natur und Kultur in Kontakt zu kommen, machen wir uns auf den Weg in eher ländliche Gebiete. So, wir müssen jetzt unsere Marschrutka finden, die nach Koschko fährt. Wurden jetzt auch schon direkt angesprochen, mal schauen, wo er uns jetzt hinführt. Auf die Hauptstadt Bischkek kommen wir später noch zurück. Das war? Wir müssen jetzt noch mal kurz umrollen, weil die andere Marschrutka schon sehr voll war. Wir sitzen jetzt in der Marschrutka für 400 Som. Das ist auch ein normaler Preis, haben wir vorher recherchiert, pro Person. Mit Gepäck ein bisschen mehr vielleicht als normaler Preis, aber ist okay. Und die Marschrutka ist aber noch komplett leer. Und die fahren immer erst, wenn sie komplett voll sind, so wie die jetzt da drüben. Aber die war schon zu voll für uns. Koschko ist eine Siedlung mit rund 10.000 Einwohnern, umgeben von einer rauen Berglandschaft. Dort gibt es unter anderem eine von Frauen geleitete Filzmanufaktur, wo traditionelle kirgisische Teppiche hergestellt werden. Wir sind jetzt in Koschko angekommen und werden jetzt zum Gasthaus laufen. Das sind ca. 15 Minuten. Und ich muss sagen, also die Fahrt war echt angenehm und die fahren hier wirklich gesittet. Ich hatte ehrlich gesagt anderes erwartet, aber auch die Leute, die sind sehr, sehr angenehm. Hier wird man dann mal nach einem Taxi gefragt, ob man das haben will, aber wenn man dann sagt nein, dann ist auch okay. Und die fragen dann nicht 1000-mal, ob man nochmal ein Taxi haben will. Ganz angenehm. Und jetzt laufen wir hier los und ja, laufen wir los. Ne? Wir kommen in einer urigen Unterkunft mit der wohl liebsten Gastgeberin in ganz Koschko unter. Hallo. Thank you. So much. Fürs Erste erkunden wir etwas die Umgebung und genießen das traditionelle Essen von unserer Gastgeberin. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade unser Essen bekommen und das schmeckt richtig gut. Aber als erstes ein Salat, so ein Rote Beete mit Kohl und Mais. Dann gab es jetzt eine Suppe mit Fleisch. Da wir eigentlich beide vegetarisch sind, naja, essen wir es jetzt natürlich trotzdem, weil es ja da ist. Dann dachten wir, okay, gut. Und jetzt kam noch mal was, und zwar Reis, auch wieder mit Fleisch, noch ein bisschen drauf. Ich tippe auf Lamm. Lamm? Ziege, Schaf, irgend sowas. Ziege. Ach, und es wird tendenziell Pferd gegessen und Schaf. Pferd und Schaf. Hoffen wir, es ist kein Pferd. Vielleicht war es ein Pferd. Gesprochen wird hier übrigens fast ausschließlich Kirgisisch und Russisch.
Abgesehen von Privyet und Spasiba verstehen wir nur Bahnhof. Das Frühstück am nächsten Morgen war zum Glück vegetarisch. Heute wollen wir etwas mehr von der Ortschaft sehen. Aber erstmal besorgt sich Selma eine Kopfbedeckung, da wir uns auf über 1700 Höhenmetern befinden und die Sonne ziemlich heftig ist. Das sieht schön aus. Ich finde den auch richtig schön, ja. Später erfahren wir dann, dass diese Art von Kopftuch nur verheiratete Frauen tragen. Aber das konnten wir ja nicht ahnen. Die Landschaft ist hier tatsächlich sehr rau, aber auch sehr abwechslungsreich. Ich bin überfordert, weil das mit der Gabel geht es nicht durch. Das war's dann erstmal für heute. Morgen schauen wir uns an, wie die traditionell kirgisischen Filzteppiche hergestellt werden. Wir sind zu Besuch bei der ausschließlich von Frauen geleiteten NGO Altynkool, was übersetzt goldene Hand bedeutet. Uns wird gezeigt, wie die traditionellen Filzteppiche, sogenannten Shirdaks, hergestellt werden. Und wir dürfen sogar selbst ein bisschen mithelfen. Alle Shirdaks werden von Anfang bis zum Ende ausschließlich handgefertigt. Bei sehr großen Filzteppichen kann das schon mal 3 Monate dauern. Das Ziel von Altynkool ist, durch die Produktion und den Verkauf von Filzteppichen Einnahmen zu erzielen, um damit die Frauen zu unterstützen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Über 70% der Einnahmen gehen hier direkt an die Handwerkerinnen. Das ist echt gar nicht so unanstrengend. Das ist nur ein kleiner Teppich und normalerweise brauchen die so 8 bis 10 Frauen, weil das dann ein riesengroßer Teppich ist. Aber es ist echt anstrengend irgendwie mit der Zeit. Wir beide sind enorm fasziniert von den starken Frauen, die trotz der wirklich schweren handwerklichen Arbeit, welche enorme Ausdauer erfordert, total in ihrem Handwerk aufgehen und sich von der Anstrengung nichts anmerken lassen. Unseren Respekt haben sie auf jeden Fall. Die Muster auf den Shirdaks haben übrigens immer eine Bedeutung. Das hier zeigt zum Beispiel die schützenden Hände der Mutter und das hier den Fußabdruck eines Vogels, welcher wiederum für Freiheit steht. Anschließend kaufen wir noch ein paar Kleinigkeiten im Shop. Ein Teppich wäre auch toll gewesen, allerdings hätte der nicht mehr in unsere Rucksäcke gepasst. Man kann sich die Filzteppiche tatsächlich aber auch direkt von dem Laden aus per DHL nach Deutschland schicken lassen. Der Link zu ihrer Webseite steht in der Beschreibung, falls jemand Interesse an so einem besonderen Unikat hat. So, ich muss mal kurz erwähnen, dass das Essen hier wirklich richtig gut ist. Also so richtig gut. Auch der Salat jetzt schon wieder. Und es ist irgendwie mal ein 3-Gänge-Menü abends. Teilweise die Milch und der Joghurt, der kommt einfach von den Kühen, die hier hinten im Garten stehen. Und boah, ist richtig gut immer. Die sind nur nicht so unbedingt was für Vegetarier. Ja. Also, ja, wir mussten uns ein bisschen umstellen. Ja. Aber es gehört dir dazu. Erstmal dran gewöhnen, aber hier in Kirgisistan ist es zum Beispiel auch sehr unfreundlich, wenn man nichts von dem Essen isst oder zumindest nicht mal probiert von den verschiedenen Variationen. Deswegen sollte man das auf jeden Fall dringend tun. Wir sind sehr dankbar für die Gastfreundschaft der gesamten Familie und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Im nächsten Video. Und so steil geht's hier hoch. Ja, wäre ganz schön uncool auf jeden Fall. Falls ihr das Video dann nicht verpassen möchtet, dann abonniert natürlich meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und in Zukunft werde ich wieder jeden Samstag um 11 Uhr ein Video hochladen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr euch da auf jeden Samstag freuen könnt. Da kommt immer ein Update von mir. Und ja, das war's bis jetzt und viel Spaß beim nächsten Video, nächsten Samstag.
und bis dann.